Hey Ismail, ich habe heute ein richtig spannendes Thema für uns, internationale Ehen. Das ist doch super interessant, oder? Es gibt so viele Aspekte, die man da besprechen kann. Einerseits ist es total bereichernd, man lernt eine neue Kultur, vielleicht sogar eine neue Sprache. Aber andererseits kann es auch echt herausfordernd sein. Zum Beispiel, wenn man plötzlich mit ganz anderen Traditionen konfrontiert wird. Ich habe da ein Beispiel aus meiner Familie. Meine Cousine hat einen Spanier geheiratet. Am Anfang war das echt nicht leicht für die beiden. Sie war es gewohnt, dass Männer selbstverständlich im Haushalt mithelfen. In seiner Familie war das eher nicht so üblich, da gab's natürlich Diskussionen. Aber weißt du, was geholfen hat? Viel reden. Sie haben irgendwann wirklich angefangen, über ihre Werte und Erwartungen zu sprechen. Und das hat ihre Beziehung richtig gestärkt. Ich glaube, Kommunikation ist einfach das A und O. Aber es gibt ja noch ganz andere Herausforderungen, besonders, wenn es um Kinder geht. Welche Sprache spricht man zu Hause? Welche Kultur gibt man weiter? Das kann ganz schön kompliziert sein. Aber irgendwie auch eine tolle Chance, oder? Kinder, die mit mehreren Kulturen aufwachsen, sind oft viel offener für andere Lebensweisen. Ich kenne sogar ein Paar, das in 2 Ländern lebt. Im Sommer sind sie in Italien, im Winter in Deutschland. Klingt erstmal romantisch, aber kann auch echt anstrengend sein. Wo fühlt man sich dann eigentlich zu Hause? Hat man überhaupt eine gemeinsame Identität? Was denkst du, Ismail? Oh ja, Erina, das ist wirklich ein mega spannendes Thema. Ich finde auch, dass internationale Ehen eine riesige Bereicherung sein können. Aber wie du schon gesagt hast, sie kommen eben auch mit einigen Herausforderungen. Ich habe einen guten Freund, der eine Japanerin geheiratet hat, und am Anfang war das echt nicht einfach. In Japan zeigt man Emotionen nicht so offen, das war für ihn erstmal richtig ungewohnt. Er hat sich gefragt, liebt sie mich überhaupt? Aber mit der Zeit haben die beiden gelernt, mit diesen Unterschieden umzugehen, und ich glaube, genau das ist der Schlüssel, gegenseitiger Respekt und Anpassungsfähigkeit. Man muss einfach akzeptieren, dass der andere anders aufgewachsen ist. Das kann manchmal schwierig sein, gerade wenn es um Traditionen geht. Zum Beispiel bei Feiertagen. In meiner Kultur spielt Religion eine große Rolle und manche Feste sind für mich einfach super wichtig. Aber das bedeutet nicht, dass ich die Traditionen meines Partners nicht respektiere. Ich denke, der Trick ist, einen Mittelweg zu finden. Und mal ehrlich, internationale Ehen bringen auch so viele tolle Dinge mit sich. Man erlebt neue Kulturen hautnah, probiert neues Essen, entdeckt neue Musik, aber klar, es gibt auch sehr praktische Fragen, die man vorher klären muss. Wo lebt man? Wie regelt man das mit der Familie? Und was passiert, wenn einer plötzlich Heimweh bekommt? Ich glaube, viele Leute denken, dass Liebe allein reicht, aber das ist leider nicht immer so. Man muss wirklich bereit sein, Kompromisse einzugehen. Manchmal bedeutet das auch, bewusst zu entscheiden, dass man zusammenbleiben will, trotz aller Schwierigkeiten. Aber wenn es klappt, dann ist es wirklich wunderschön. Was sagst du dazu, Erina? Ja, Ismail, ich bin da total bei dir. Ohne Kompromisse geht's einfach nicht. Ich habe eine Freundin, die mit einem Amerikaner verheiratet ist, und die beiden hatten anfangs viele Diskussionen über die Kindererziehung. In ihrer Kultur wachsen Kinder sehr frei auf, während es in seiner Familie viel mehr Regeln und Disziplin gibt. Am Anfang war das echt ein großes Thema für sie. Aber sie haben gelernt, beide Seiten in ihre Erziehung einzubinden. Und genau das finde ich wichtig, man darf nicht stur auf seiner eigenen Meinung beharren. Man muss neugierig bleiben und offen für Neues sein. Ich persönlich finde internationale Ehen total spannend. Man wächst als Mensch einfach viel mehr. Man lernt, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen.
Und das ist doch eigentlich wunderschön, oder? Natürlich gibt es auch Leute, die das nicht verstehen. Viele denken, es sei besser, jemanden aus der eigenen Kultur zu heiraten. Aber ich finde, Liebe kennt keine Grenzen. Warum sollte man sich von sowas einschränken lassen? Am Ende zählt doch nur, dass man glücklich ist. Und dass man sich gegenseitig unterstützt. Ich habe mal gelesen, dass internationale Paare oft besonders starke Beziehungen haben. Einfach, weil sie schon so viele Herausforderungen gemeinsam bewältigt haben. Das finde ich eine richtig schöne Vorstellung. Es zeigt, dass Liebe wirklich alles überwinden kann, wenn man bereit ist, daran zu arbeiten. Oder, was meinst du, Ismail? Irina, ich könnte dir nicht mehr zustimmen. Liebe ist die Basis, aber sie alleine reicht nicht. Man braucht auch Verständnis, Geduld und vor allem die Bereitschaft, an der Beziehung zu arbeiten. Manchmal muss man sogar seine eigenen Gewohnheiten und Überzeugungen hinterfragen. Das ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich total. Ich finde, internationale Ehen sind ein Zeichen für eine Welt, die immer mehr zusammenwächst. Sie zeigen, dass wir alle miteinander verbunden sind, egal woher wir kommen. Ich kenne zum Beispiel ein Paar, das zu Hause 3 Sprachen spricht. Klingt erstmal super cool, aber stell dir vor, wie anstrengend das manchmal sein kann. Man muss einfach darauf achten, dass keine Kultur dominiert und beide sich wohlfühlen. Aber wenn man es richtig macht, dann kann es wirklich bereichernd sein. Zum Abschluss möchte ich eine Geschichte erzählen. Ein älteres Ehepaar, sie aus Albanien, er aus Marokko, hat mir einmal erzählt, dass sie in ihrer 40-jährigen Ehe viele Herausforderungen hatten. Unterschiedliche Traditionen, Sprachbarrieren, sogar Vorurteile von anderen. Aber am Ende, sagten sie, war das Wichtigste, dass sie immer gemeinsam entschieden haben, füreinander zu kämpfen. Sie sagten, unsere Liebe hat uns gezeigt, dass nicht unsere Herkunft zählt, sondern wie wir uns gegenseitig behandeln. Das hat mich wirklich berührt. Ich denke, das ist die Essenz einer internationalen Ehe, sich immer wieder füreinander entscheiden, egal welche Unterschiede es gibt. Und genau das macht Liebe so stark. Zum Abschluss möchte ich eine Geschichte erzählen. Ich kenne eine Frau aus Deutschland, die sich in einen Mann aus Indien verliebt hat. Ihre Familien waren anfangs skeptisch, verschiedene Religionen, unterschiedliche Traditionen, sogar das Essen war ein Thema. Aber sie haben sich nicht abschrecken lassen. Sie haben sich gegenseitig die schönsten Seiten ihrer Kulturen gezeigt, Feste gemeinsam gefeiert, neue Traditionen geschaffen. Anfangs gab es kleine Missverständnisse, aber mit der Zeit haben sie gelernt, die Unterschiede zu schätzen. Sie haben eine eigene Mischung aus beiden Kulturen geschaffen. Heute, nach 10 Jahren Ehe, sagen sie, unsere Unterschiede sind unsere größte Stärke. Sie haben gelernt, dass Liebe nicht bedeutet, dass man alles gleich sieht, sondern dass man bereit ist, gemeinsam zu wachsen. Ihr Zuhause ist ein Ort, an dem deutsche Pünktlichkeit auf indische Gastfreundschaft trifft, wo das Essen mal nach Curry und mal nach Bratwurst riecht. Und genau das ist es doch, was eine Beziehung stark macht, egal, woher man kommt. Es zeigt, dass Liebe nicht nur verbindet, sondern auch Brücken baut. Und das ist doch die schönste Form der Einheit.